Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie das Journal im Flow Editor funktioniert. Wenn ihr euren Workflow getestet habt, dann könnt ihr im Journal die Testergebnisse anschauen. Das Journal findet ihr hier oben rechts auf dem Journal-Icon. Da klickt ihr drauf, dann öffnet sich die Journalansicht. Und ihr seht jetzt hier eine Liste der vorhergehenden Flow Executions, also der Ausführung dieses Workflows im jeweiligen Testmodus. Und ihr seht, wie lange hat der Workflow gedauert und wann wurde der Workflow gestartet. Und wenn ihr einen Content Identifier oder einen Case Identifier vergeben habt, dann wird der entsprechend auch hier mit angezeigt. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Ihr könnt hier einfach einen Content Identifier einsetzen und dann könnt ihr in den Identifier eine Variable hineingeben, beispielsweise in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn ihr jetzt den Workflow startet und wir ins Journal wechseln, dann seht ihr jetzt hier beim Content Identifier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beim Case Identifier würde das natürlich genauso funktionieren. Content Identifier und Case Identifier sind also tatsächlich in erster Linie da, um im Journal entsprechende Einträge zu identifizieren. Ja, und wenn ich einen Artikel verarbeite, kann ich da die Artikelnummer reingeben. Ich kann den Status entsprechend mit hineingeben. Ich kann es nutzen, um Fehlermeldungen im Journal transparent zu machen und so weiter. Also, damit das Journal aussagekräftig ist, gerne Content Identifier und Case Identifier benutze. Die Farbe der jeweiligen Zeile hier im Journal zeigt euch den Status der Ausführung an. Das heißt, grün bedeutet logischerweise hat funktioniert, rot bedeutet logischerweise der Testlauf ist gefailt. In diesem Fall ist alles grün und ihr könnt über die Lupe in diesen Run, in diese Flow Execution einspringen. Dann kommt ihr in diesem Fenster raus und ihr seht folgende Bereiche. Ihr habt hier oben links den Bereich der Metadaten. Da seht ihr nochmal Content Identifier oder Case Identifier. Ihr seht nochmal den Status. Ihr seht, wann wer diesen Workflow gestartet hat und wann er beendet wurde und dementsprechend, wie lange der Workflow gedauert hat. Und ihr seht, über welche Warteschlange, über welche Queue dieser Workflow gestartet wird, beziehungsweise wo dieser Workflow zugeordnet ist. Dann seht ihr hier den Parameter oder die Parameter, mit denen der Workflow gestartet wurde und auch einen Rückgabewert, soweit ihr denn im Workflow einen Rückgabewert definiert habt. Das funktioniert über das Response-Element. Dieses Response-Element, diese Komponente könnt ihr einfach im Workflow einfügen, dort eine Variable hineingeben und dann würde der Output aus diesem Response-Element hier im Journal als Rückgabewert in dem entsprechenden Durchlauf angezeigt werden. Und dann seht ihr darunter hier die Logs aufsteigen. Das heißt, der Log-Eintrag, der am weitesten unten steht, mit der geringsten Zahl in der Spalte Reihenfolge, ist das, was im Workflow zuerst passiert ist. Und das könnt ihr hier auch sehen. Ihr seht hier immer die Benennung der Flow-Komponente und könnt das eigentlich 1:1 nachverfolgen und so sozusagen den Flow von oben nach unten entsprechend Komponente für Komponente rückverfolgen und sehen, was jeweils passiert ist. Und für jeden Log-Eintrag könnt ihr dann hier über das kleine i am Ende auch nochmal tiefer hineinspringen und konkret sehen, welche Daten in der jeweiligen Komponente verarbeitet wurden. Das ist vor allen Dingen interessant auch bei API-Calls. Zum Beispiel hier haben wir einen Response der Central API und wenn ich dort mit dem kleinen i hineingehe, dann kann ich wirklich direkt den kompletten Payload der Central API sehen, den die Central API also an dieser Stelle zurückgegeben hat. Gut, und darüber könnt ihr entsprechend dann euren Workflow sehr einfach debuggen. Ein kleiner Hinweis noch, dieses Journal, das hier im Editor direkt eingebunden ist, das könnt ihr auch direkt über die Flow-Übersicht aufrufen, und zwar hier über das Lupensymbol. Und dann öffnet sich im Endeffekt eine sehr ähnliche Funktion. Die sieht dann ganz bisschen anders aus, aber ihr seht hier schon, das sind die gleichen Workflows. Ich habe hier wieder meinen Content Identifier, den ich gerade eingetragen habe. Und wenn ich hier über die Lupe in diesen Flow hineinspringe, in diese Flow Execution hineinspringe, dann sehe ich hier die gleichen Informationen mit etwas mehr Platz, aber inhaltlich genau gleich. Auch hier kann ich entsprechend wieder über das i in den detaillierten Response einspringen. Soweit zum Thema Journal.
und wir sehen uns im nächsten Video wieder.